Okay, right. Well, welcome if you're joining us online. So, herzlich willkommen, wenn ihr übers Internet uns zuschaut. You don't know how lucky you are. Ihr wisst gar nicht, wie glücklich ihr seid. And for those of you that are here physically, Für diese, die wirklich in Person hier sind, we are continuing our study in Matthew chapter 12. wir machen weiter unser Studium in Matthäus Kapitel 12. And interesting what Danielle had shared with us about the accident that she observed this morning. Interessant also, was die Daniela uns erzählt hat über den Unfall von heute Morgen. And the people who respond to those emergency situations. Und die Leute, die reagieren auf diese Situationen, wenn es so einen Unfall gibt. You know, the fire brigade here is a volunteer force. Zum Beispiel die Feuerwehr hier, die sind freiwillig. Die meisten arbeiten freiwillig. You know, the fire engines are stored just locally here. Und so diese LKWs für die Feuerwehr, die haben hier die Garagen. My wife and I and Manfred are very familiar with their activities. Und so wir, die wir in Haus wohnen, uns ist bekannt, sind die Aktivitäten bekannt. Because when there's an emergency, the siren goes off. Weil wenn es irgendeinen Notfall gibt, da geht immer wieder die Sirene los. And yeah, we hear it. Und wir hören das. We're triple glazing, closed doors, we hear it. Also auch mit Dreifachverglasung, geschlossenen Türen, das hört man sehr gut. But yeah, they turn out for anything. Aber die kommen wirklich für alles, also müssen die ausrücken. What's the relevance to Matthew chapter 12? Was hat das jetzt mit Matthäus Kapitel 12 zu tun? Well, today is a day that we set apart to go to church. Nun, heute ist ein Tag, den wir auf die Seite gestellt haben, um zur Kirche zu gehen. You know, but what do you do when you're presented with, well, I'd like to do this activity on this particular day? Aber was machst du, wenn du einfach vor der Entscheidung stehst, du möchtest gerne diese Aktivität an diesem speziellen Tag machen? But there is a warning that goes off that somebody is in need of help. Aber da gibt es eine Warnung, die irgendwie ausgeht. Es gibt jemanden, der braucht Hilfe. And this is what Matthew chapter 12 is all about. Und darum geht es in Matthäus Kapitel 12. The day we're speaking of is the Jewish Sabbath. Der Tag, worüber wir hier reden, ist der jüdische Sabbat. And we've already gone through the first portion of this chapter. Und wir haben schon den ersten Abschnitt von diesem Kapitel durchgemacht. Where Jesus has been confronting with the Pharisees. Wo Jesus mit den Pharisäern es zu tun hat oder konfrontiert wird. And they have come with a big pointy finger. Und die sind gekommen mit so einem Zeigefinger, haben mit dem Finger auf ihn gezeigt. You know, the one that says, you. Und dieser eine, der sagt, du. Or you. Oder du. Or was it you? Oder war es jemand anders? You're doing something that's not allowed. Du machst etwas, was nicht erlaubt ist. And, you know, we've all been brought up in an environment where that has happened to us. Und wir sind alle aufgewachsen in einer Umgebung, wo das uns passiert ist. You know, when your parents address you by your full name. Wo deine Eltern die Hand sprechen bei deinem vollen Namen. What do you think you're doing? Was denkst du dir, was du hier machst? I always blame it on the parents. Ich schiebe die Schuld immer auf die Eltern. It's easier than taking responsibility. Es ist leichter, wie wenn man die Verantwortung selbst übernimmt. Jesus received a complaint from the Pharisees that his disciples had been indulging in something that was not allowed on the Sabbath. Jesus hat hier die Klage bekommen von den Pharisäern, dass die Jünger etwas gemacht haben, was nicht erlaubt war am Sabbat. And Jesus contended with that, and I just want to draw your attention to chapter 12, verse 7. Und Jesus, der macht weiter hier, und wir möchten jetzt schauen in Matthäus Kapitel 12, Vers 7. Da sind wir. Where Jesus ends his speech to the Pharisees by saying, if you had known what this means, I will have mercy and not sacrifice, then you would not have condemned the guiltless. Und so sagt Jesus hier, wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hättet ihr nicht die Unschuldigen verurteilt. Mercy and not sacrifice. So Barmherzigkeit und nicht Opfer. Verse 9 tells us that when he had finished with that confrontation, he went into the synagogue. Zum Vers 9, da heißt es, als er fertig war
mit dieser Konfrontation, da ging er dort weiter und kam in ihre Synagoge. Interestingly, the way that Matthew writes this, he actually says that Jesus went into their synagogue, to their meaning the Pharisees. So interessant, wie der Matthäus das hier schreibt, Jesus ging in ihre Synagoge, das heißt die Synagoge von den Pharisäern. So having had this sort of debate with them, he's actually going into the synagogue that they came out from. So er hatte diese Debatte mit ihnen und jetzt geht er in die Synagoge hinein, wo sie gerade herauskamen. And in that synagogue there was a man whose hand was, we're told it was withered. Und in ihrer Synagoge, da wird uns gesagt, es gab dort einen Menschen, der hatte eine verdorrte Hand. Some of the sort of apocryphal writings around this tell us that this man was a mason and he'd had his hand damaged in an accident. So manche von den Schriften aus den Apokryphen, die sagen, dass dieser Mann war so ein Maurer und er hatte sich verletzt bei der Arbeit. And the Pharisees asked Jesus a question. Und die Pharisäer stellten Jesus eine Frage. And the question is it lawful to heal on the Sabbath? Und die Frage ist folgende: Darf man am Sabbat heilen? And they're looking for the opportunity to accuse Jesus. Und sie wollen nur eine Möglichkeit hier haben, dass sie Jesus beschuldigen können. Now that's stated fairly mildly by Matthew here. Nun, das wird hier sehr milde ausgesagt von Matthäus. If we were to follow through with the other Gospels at this point, Wenn wir den anderen Evangelien folgen würden zu diesem Zeitpunkt, these men are looking for an excuse to actually arrest Jesus. die wollen nur so eine Entschuldigung haben, dass sie Jesus einsperren können. And underpinning that, some of them want to kill him, Und so nur um das zu unterstreichen, manche von denen wollen ihn auch töten. i.e. to put him to death because of what he's doing. Sie wollen ihn töten wegen dem, was er macht. So this is not a light thing. So das ist nicht so etwas, was man so auf die leichte Schulter nimmt. They're looking for a point where they can grab hold of something and accuse him. Sie suchen nur nach einem Zeitpunkt, also wo sie jemanden festhalten können, And then follow through with a penalty. und dann können weitermachen mit der Strafe. And the ultimate penalty for breaking the Sabbath Und so die letztendliche Strafe, wenn man den Sabbat bricht, would be to stone him to death. das wäre, jemanden zu Tode zu steinigen. Now, I used a term there. I said breaking the Sabbath. Nun, ich verwende den Ausdruck hier, den Sabbat zu brechen. That's the idea of breaking a law. Das ist die Idee dabei, wenn man das Gesetz bricht. And this explains to us their thinking. Und das erklärt uns jetzt auch hier Denken. The Sabbath is associated with a set of laws. Der Sabbat steht in Verbindung mit einer Reihe von Gesetzen. So their question is it lawful to heal on the Sabbath? So ihre Frage ist folgende: Darf man am Sabbat heilen? And Jesus takes them to another part of the law. Und Jesus führt sie jetzt zu einem anderen Teil vom Gesetz. And he asks them a question about, well, which one of you has a sheep? If it falls into a pit on the Sabbath day, would not take hold of it and lift it out? So Jesus stellt ihnen jetzt eine Frage: Welcher Mensch ist unter euch, der ein Schaf hat und wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? And if we take the Sabbath out of that situation, Nun, wenn wir den Sabbat da jetzt herausnehmen aus dieser Situation, if you have a sheep wenn du ein Schaf hast and it falls into a ditch, und das fällt in eine Grube hinein, what's the right thing to do? was ist das Richtige, das man tut? Take it out. Yeah, you take it out. The law, Das Gesetz, if we went into Deuteronomy, for instance, wenn man zum 5. Buch Mose geht zum Beispiel, goes further than that. geht noch weiter als das. It says if your neighbor has a sheep Das heißt, wenn dein Nächster ein Schaf hat and it falls into a ditch, und das in eine Grube hineinfällt, it tells you what to do. dann wird uns da gesagt, was man tun soll. It says pull out your phone, go onto TikTok and video him pulling his... Das heißt, zieh dein Handy heraus, mach ein Video und dann kannst du das auf TikTok posten. No, it doesn't. Na, das steht nicht so drinnen. It says you help him. Das heißt, man soll dem Schaf helfen. It says something further than that. Es heißt noch etwas weiteres. It says
if your enemy has a sheep Da heißt es dann, wenn dein Feind ein Schaf hat and it falls into the und ditch, das in eine Grube fällt, what do? was tut man dann? Do you get his other sheep and throw them in too? Nimmt man noch ein anderes Schaf und wirft das dann auch hinein? No, it Nein. says you help him get the sheep out. Nein, es heißt, man hilft dem, dass man das Schaf herauszieht. That's how far the law goes. Also so weit geht das Gesetz. You do the right thing. Also man tut das Richtige. You do more than the right thing. Man tut noch mehr als das Richtige. And so the challenge here So hier ist die Herausforderung. is what happens if that sheep falls into a ditch on the Sabbath day? Was passiert, wenn dieses Schaf an einem Sabbat in eine Grube hineinfällt? What's the right thing to do? Was ist das Richtige, das man tut? Well, the lawful thing says you shouldn't work. Nun, vom Gesetz her heißt es, man sollte nicht arbeiten. But if you're doing something that's good, Aber wenn man etwas macht, was gut ist, like helping somebody else, also wenn man jemand anderen hilft, is that work? ist das Arbeit Or is it the right thing to do? oder ist es das Richtige zu tun? So Jesus' challenge back to the Pharisees So Jesus, der bringt die Herausforderung zu den Pharisäern da zurück. is, well, the law says that the right thing to do is pull the sheep out of the ditch. Nun, das Gesetz ist das Richtige, das man tun sollte, ist das Schaf aus der Grube herauszuholen. But the Pharisee says, it's the Sabbath day. Aber die Pharisäer sagen, es ist aber der Sabbattag. Now, the Pharisees had a law that said no way should you touch a sheep in a ditch on a Sabbath day. Die Pharisäer hatten ein Gesetz, auf keinen Fall sollte man ein Schaf berühren an einem Sabbattag, Because that's unlawful. weil das ist nicht nach dem Gesetz. And Jesus is saying, but the Lord said he desired mercy rather than sacrifice. Aber Jesus sagt hier, der Herr möchte Barmherzigkeit und nicht Opfer. The sacrifice is devoting the day to the Lord. Das Opfer ist, diesen Tag dem Herrn hinzugeben. I know you're dying, Ich weiß, du bist im Sterben, but it's a Sabbath day. I'll help you tomorrow. aber es ist ein Sabbattag, ich werde dir morgen helfen. This day is devoted to the Lord. Dieser Tag ist dem Herrn hingegeben. But the Lord said, where's the mercy? Aber der Herr sagt, wo ist die Barmherzigkeit? Where's the right thing to do? Wo ist das Richtige, das man tut? Pharisees didn't get that far. Die Pharisäer gingen nicht so weit. The Pharisees fell over the law. Die Pharisäer stolperten über das Gesetz. They clarified it. They codified it. Die stellten das klar und kodierten das. They could tell you what part of the scroll that law would appear on. Sie konnten ja genau sagen, in welchem Teil von einer Schriftrolle dieses Gesetz da geschrieben steht. They could tell you what famous rabbi defined that law. Sie könnten ja auch sagen, welcher berühmte Rabbi hat dieses Gesetz noch verfeinert. But Jesus said, what's the right thing to do? Aber Jesus sagt dann, was ist das Richtige, das man tut? And he was also getting down to realities. Und er ist da jetzt auch zur Realität gekommen. Because he knew these men were men. He knew this men, they were men. Yeah. Weil er wusste, diese Männer waren nur Menschen. And you know yourself, if it was your sheep, Weil du weißt, du kennst dich. Wenn das dein Schaf wäre, you'd make sure there was nobody there with their phone on TikTok and you'd go and get your sheep out. du würdest sicherstellen, dass keiner mit dem Handy da steht und auf TikTok das postet und dann würdest du schnell das Schaf herausziehen. So the question is it lawful to heal on the Sabbath? So die Frage ist nicht, ist es recht, am Sabbat zu heilen, But is it lawful to do good? aber es ist richtig, Gutes zu tun am Sabbat. And that's why I was thinking about the first responders who would go out to an accident on this day. Und so dachte ich mir an diese, die zuerst hinkamen zum Unfallort an diesem heutigen Tag. What is right? Was ist richtig? And the law takes that example of your enemy's sheep or cattle, Und der Herr nimmt dieses Beispiel vom Schaf oder von einer Kuh, vom Feind. and Jesus says to them, verse 12, of how much more value is a man than a sheep? So sagt Jesus hier im Vers 12, wie viel mehr wert ist nun ein Mensch als ein Schaf? That's a big question today, isn't it? You know, Das ist eine große Frage heutzutage.
if you're defending animal rights, Wenn du so Tierrechte verteidigst, I don't have to take a stand. ich muss dann nicht da einen Standpunkt I'll einnehmen. go with what Jesus said. Ich mache das, was Jesus sagt. Jesus said you're worth more than a sparrow, Jesus hat gesagt, du bist wertvoller als ein Sperling. and he's inferring here you're of more value than a sheep. Und er sagt hier auch, du bist wertvoller als ein Schaf. Okay, but more important, Aber noch wichtiger, it's lawful to do good on the Sabbath day. es ist richtig oder nach dem Gesetz Gutes zu tun am Sabbat. And he said to the man, Und er sagte diesem Mann, I like that. Let's get back to the real problem here. This is a man who's got a withered hand. also gehen wir zurück zum eigentlichen Problem hier. Das ist ein Mann mit einer verdorrten Hand. And, you know, maybe we don't grasp the full implications of some of these people who came for healing. Und vielleicht verstehen wir nicht so, dass wirklich, was die da gekommen sind wegen der Heilung. This man was unable to work in such a way that he could look after himself. Dieser Mann war nicht in der Lage zu arbeiten auf so eine Art und Weise, dass er sich selbst versorgen kann. You know, what a difficulty it would be just not having one hand. Also was für eine Schwierigkeit das hat sein müssen, dass man nur eine Hand hat. But in terms of, you know, there's no unemployment benefit you can sign up for. There's no disability allowance. Aber sie hatten so keine so Förderungen oder so Sozialleistungen damals. The man stretched out his hand So dieser Mann hat seine Hand ausgestreckt and it was restored, und sie wurde wieder geheilt. healthy like the other one. Gesund, so wie die andere. He not only got his hand restored, Nicht nur, dass seine Hand wieder hergestellt wurde, got his livelihood restored. sein Lebensunterhalt wurde wiederhergestellt. His ability to earn money for himself was restored. Seine Fähigkeit, Geld selbst zu verdienen, wurde wiederhergestellt. And we just should ponder those things sometimes. Und wir sollten manchmal über diese Dinge nachdenken. Of course, you could be a theologian Natürlich, man kann ein Theologe and sein. you could sit there and argue, well, you know, was it restored as he stretched it out? Was it restored after he was stretched out? At what point was it restored? So könnte man sich fragen, wann wurde sie wiederhergestellt? Bevor er die Hand ausgestreckt hat, nachdem er die Hand ausgestreckt hat, wann war das? It doesn't matter. Das ist egal. The important thing here Das Wichtige hier, is that it was made whole. dass sie gesund gemacht wurde. So he was able to use it again. And in that sense, his life was made whole. So er konnte die wieder verwenden und in diesem Sinne war sein Leben wieder ganz in Ordnung. And I actually believe that, you know, there was faith demanded of the man. Und ich glaube auch, dass Glaube gefordert wurde von diesem Mann, You know, that he'd been unable to stretch it out. weil er konnte die nicht ausstrecken. But as Jesus commanded him to, Aber nachdem Jesus das ihm geboten hat, he obeyed. so war er gehorsam. And in obeying, it was made whole. Und indem er gehorsam war, wurde die geheilt. What happened with the Pharisees? Was passierte mit den Pharisäern? Well, they all got round and cheered and clapped and thought, this is wonderful, let's praise God for this miracle. Nun, die alle kamen zusammen, haben geklatscht und haben gesagt, preisen wir Gott für dieses Wunder. No, they acted like you do when the sermon's bad. Sie haben so gehandelt, wie du das machst, wenn die Predigt schlecht ist. They went out Sie gingen hinaus and they held a council und sie hielten Rat gegen ihn, how they might destroy him. wie sie ihn umbringen könnten. We term that having the pastor for lunch. Also wir sagen das so, wenn man den Pastor zum Mittagessen verzehrt. Where you cut it up into very small pieces. Also wo man den so aufschneidet in kleine Stücke. They were looking to destroy Jesus. So, sie haben danach getrachtet, Jesus umzubringen. What had they missed? Was haben sie verpasst? There was certainly one person who went out of that synagogue not looking to destroy Jesus. Da gab es sicher eine Person, die da hinausging und der versuchte nicht, Jesus umzubringen. These men had seen a miracle. Diese Männer haben jetzt ein Wunder gesehen. And what was their response? Was war ihre Reaktion? What we are seeing is undermining
who we are. Was wir sehen, das untergräbt das, wer wir sind. We need to put a stop to it. Wir müssen das Ganze aufhalten. Verse 15, oh, Jesus knew it. Vers 15, Jesus, der wusste das. And I like this. In the Old English it said, he withdrew himself from the place. Im Altenglisch heißt das, er hat sich zurückgezogen von diesem Ort. He left. Er ging weg. He didn't want to stay around there anymore. So, er wollte dort nicht mehr bleiben. But many people followed him. Aber es folgte ihm eine große Menge nach. And he healed all those that needed it. Und er heilte alle, die das notwendig hatten. But he instructed them not to make him known. Und er befahl ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten. So Jesus is in fact it said he ordered them that they should not make it known what he was doing. So, Jesus hat ihnen befohlen, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten. Was it that they shouldn't make known that he was healing them on the Sabbath? War es so, dass er es nicht wollte, dass sie sagen, er hat sie am Sabbat geheilt? No, I think it's that he didn't want an interruption to the ministry that he was doing. Nein, ich denke, er wollte nicht, dass es eine Unterbrechung gibt für den Dienst, den er tat. And here Matthew takes a quotation from the Old Testament. Matthäus nimmt ein Zitat aus dem Alten Testament. That it might be fulfilled which was spoken of by Isaiah the prophet, saying. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet wurde, der spricht: Behold my servant whom I have chosen, my beloved in whom my soul is well pleased. I will put my spirit upon him, and he shall show judgment to the Gentiles. Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. This is a quotation from Isaiah chapter 42, if you're interested. Das ist ein Zitat aus dem Jesaja Kapitel 42, wenn du interessiert bist. It's kind of a free quotation, if that's the right term. Das ist ein freies Zitat, wenn man das so sagen kann. In other words, it's not written word for word. Also in anderen Worten, es ist nicht Wort für Wort hier zitiert. But it really does bring the essence of what Isaiah spoke. Aber es bringt so den Sinn rüber, was der Jesaja gesagt hat. A number of times during his ministry, So ein paar Mal während seinem Dienst a voice came from heaven kam eine Stimme aus dem Himmel, to confirm who Jesus was, um zu bestätigen, wer Jesus war. and uses that phrase, "This is my beloved son in whom I am well pleased." Und es wird folgender Satz verwendet: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. The purpose of these things, the purpose of the miracles, So der Zweck von diesen Dingen und auch von den Wundern, is that Jesus is demonstrating who he is, so Jesus, der zeigt oder demonstriert hier, wer er ist. the Son of the Father, Der Sohn vom Vater, the beloved Son, der geliebte Sohn, the servant of the Father, der Diener des Vaters, one in whom all God's pleasure rests, einen, in welchem der ganze Wohlgefallen Gottes ruht. and one who brings that news not only to the Jews but to the Gentiles. Und einer, der diese Nachricht nicht nur den Juden bringt, sondern auch den Heiden. These are the very things that the Pharisees were struggling with. Das sind genau die Dinge, womit die Pharisäer Probleme hatten. All the evidence is pointing to the direction that this person of Jesus is the Messiah. Und so der ganze Beweis, der führt in eine Richtung hin, dass dieser Jesus der Messias ist. And that was something the Pharisees could not contend with. Und das ist etwas, was die Pharisäer nicht wahrhaben wollten. He could not be the Messiah. Der konnte nicht der Messias sein. There was no sense of, well, what if he is? Perhaps he might be. Da gab es nicht so dieses Überlegen, was ist, wenn er das ist? Vielleicht ist er es. There was no way he could be in their eyes because he didn't conform to what their expectations of Messiah would be. Auf keinen Fall konnte er das sein, weil so nach dem, wie sie das dachten, er traf nicht den Erwartungen, wie er Messias sein sollte. And that is so much wrapped up in their expression of the law. Und das ist so viel verpackt in ihrem Ausdruck vom Gesetz. We all have expectations, Wir alle haben Erwartungen. and very much that
the people around us very often fail to live up to our expectations. Und sehr oft ist es so, dass die Leute um uns herum nicht nach unseren Erwartungen hier leben. So we live our lives in being disappointed by other people. So leben wir unser Leben und sind enttäuscht an anderen Leuten. And Jesus was somebody who brought disappointment to the Pharisees. Und Jesus war einer, der hat Enttäuschung gebracht den Pharisäern. He wasn't what they expected. Er war nicht das, was sie erwartet haben. So he couldn't be that person. Er konnte nicht diese Person sein. So many of the other Jewish people expected a Messiah who would come and drive the Romans out. So viele von den Leuten haben erwartet einen Messias, der die Römer vertreibt. He would bring a revolution. Also er sollte eine Revolution bringen. You know, but it would be a military revolution. Aber es wäre eine militärische Revolution. And that didn't happen. Und das ist nicht passiert. He failed to meet their expectations. Er hat darin versagt, um ihre Erwartungen zu begegnen. You know? And even today, Jesus fails to meet many people's expectations. Und auch heute, Jesus versagt darin, dass er die Erwartung von vielen Leuten hier einfach dem begegnet. But the question is, Aber die Frage ist folgende: what's wrong? Was ist falsch? Is it that Jesus wasn't the person he should have been? Ist es, dass Jesus diese Person war oder nicht war, die er hätte sein sollen? Or is it that the expectations were wrong? Oder ist es so, dass die Erwartungen falsch waren? God doesn't meet our expectations so often. Und Gott begegnet nicht unsere Erwartungen und das passiert sehr oft. You know? Become a Christian and everything in your life will be wonderful. Zum Beispiel, wenn du ein Christ wirst, dann wird alles in deinem Leben wundervoll. If that's true, why am I saying, God, why did you allow this to happen to me? Wenn das wirklich stimmt, warum sage ich dann, Gott, warum hast du das zugelassen, dass das mir passierte? Why is there pain? Warum gibt es Schmerz? Why is it hard? Warum ist das so schwierig? That's a question I ask my wife. Das ist die Frage, die er oft seiner Frau stellt. Why does it have to be so hard? Warum muss das so schwierig, so hart sein? Is it God's fault? Ist es die Schuld von Gott? Nein, My expectations are wrong. meine Erwartungen sind falsch. Hey, I would love a cozy life. Ich hätte gerne ein Leben, wo alles glatt geht. I have a really nice sofa upstairs, Ich habe ein sehr nettes Sofa oben. and I would love to spend more time on it. Und ich würde es lieben, mehr Zeit darauf zu verbringen. Feet up, Die Füße hochlagern, big book, ein dickes Buch, no sirens from the fire station. keine Sirenen von der Feuerwehr. You know, life isn't like that. Aber ihr wisst ja, das Leben, das ist nicht so. Instead, you know, you're just drifting off to sleep and the phone goes off. Anstelle, du bist gerade am Einschlafen, was passiert? Das Handy klingelt. People want attention. Die Leute möchten Aufmerksamkeit. I come down here and I turn on the computer Ich komme hier runter, ich schalte den Computer ein and it doesn't want to play today. und heute möchte der nicht spielen. 6 days of the week it could go wrong, I wouldn't bother. But 6 today, Tage die Woche könnte der kaputt sein, kein Problem. Aber heute, what are my expectations? was sind meine Erwartungen? Well, I have to say that I've been working with computers since 1978. Ich muss jetzt sagen, ich arbeite schon an Computern seit 1978. How many of you were born after 1978? Wie viele von euch waren nach 1978 geboren? You see, you thought computers were really today. I was working with them before you were even born. Seht ihr, ich habe mit Sachen gearbeitet, ihr wart noch nicht mal geboren. And the first computer I worked with was just about the same size as my Golf parked outside. Und so der Computer, mit dem ich zuerst gearbeitet habe, hatte die Größe von meinem Golf, der was draußen parkt. What do I expect from computers? Was erwarte ich von Computern? Zilch. Nichts. What do I think about AI? Was denke ich über AI? Artificial intelligence. Aha, künstliche Intelligenz. If you actually get to grips with working with real computers, you know it does not exist. Also wenn du mit Computern arbeitest, dann weißt du, das existiert gar nicht. There's a big question mark over whether intelligence actually exists. Da gibt es ein großes Fragezeichen, ob die Intelligenz überhaupt existiert.
I read the newspapers or the internet. Ich Okay. lese die Zeitungen oder im Internet die Nachrichten. And I see all these appalling things that are going on around the world. Ich sehe all diese furchtbaren Dinge, die so passieren um die Welt herum. I'm not surprised. Ich bin nicht überrascht. Hey, I'm disappointed, Hey, ich bin enttäuscht, but I'm not surprised. aber nicht überrascht. Sadly, now I'm into my 67th year. Und traurigerweise bin ich jetzt in meinem 67. Jahr. I know enough not to expect more. Ich weiß schon genug, dass ich nicht mehr erwarte. Does that mean the whole of life is one big depressive downward slide? Bedeutet das, dass das ganze Leben so ein riesen deprimierendes Runterrutschen ist? No, Nein, because I know God. weil ich kenne Gott. And He always exceeds my expectations. Und er überragt immer meine Erwartungen. Not that He meets my expectations. Nicht, dass er immer meinen Erwartungen begegnet oder die trifft, Because I think that would be kind of boring. weil ich denke, das wäre ein bisschen langweilig. He always does something new. Er macht immer etwas Neues. He does something I don't expect. Er macht etwas, was ich gar nicht erwartet habe. He brings surprises. Er bringt Überraschungen. Sometimes they're not what I would have wanted. Manchmal ist das nicht so, was ich haben wollte. You know? They're surprise. Alison was telling me that when she was young, she would creep downstairs on Christmas Day. Alison hat mir erzählt, als sie noch jung war, ist sie runtergeschlichen am Weihnachtstag And shake all the presents to try and guess what was in them. und hat die ganzen Geschenke so geschüttelt, um zu raten, was da drin war. And I guess in that, sometimes you've got an expectation of what you're gonna get that day. Und ich denke mir, da hattest du auch Erwartungen, was wirst du bekommen an diesem Tag? And sometimes you're disappointed. Und manchmal bist du enttäuscht. Well, I never had that fun. Nun, ich hatte niemals diesen Spaß gehabt. Our family life at Christmas was kind of different. Unser Familienleben zu Weihnachten war ein bisschen anders. We'd get gifts, Nun, wir bekamen Geschenke. but we were told what they were before we got given them. Uns wurde gesagt, was da drin war, bevor wir das bekamen. We very often knew how much they cost as well. What's that? We very often knew how much they cost. Sehr oft haben wir auch gewusst, wie viel das gekostet hat. But does that mean it was all a disappointment? Bedeutet das, das war alles nur eine große Enttäuschung? Yes. Ja. But then there were birthdays. Aber dann gab es Geburtstage. You could always look forward to your Weil birthday. du hast ja immer schon vorausgeschaut auf deinen Geburtstag. Unless, of course, like me, your birthday was very close to Christmas. Außer so wie bei mir, da war der Geburtstag ganz nahe bei Weihnachten. And your parents said, well, we're not going to get you anything for your birthday. We'll put it together with your Christmas present. Meine Eltern haben gesagt, du bekommst nichts zum Geburtstag, das bekommst du alles zusammen zu Weihnachten. And what you're going to get for Christmas is the bicycle that we gave your brother 5 years ago. Und was du bekommst zu Weihnachten ist das Fahrrad, was dein Bruder vor 5 Jahren bekommen hat. Was I ever disappointed? War ich je enttäuscht? Yes. Ja. Are you just feeling that little tug? Oh, Fühlst du jetzt ein bisschen Mitleid, Robin, armer Robin? don't feel sorry for me. Also du brauchst es nichts. Ich brauchte nicht leid zu tun. Oh, right, you can feel sorry for me. God doesn't disappoint. Aber Gott enttäuscht uns nicht. He's working differently. Er arbeitet nur anders. These Pharisees, in their own little ideas, Diese Pharisäer in ihren eigenen kleinen Ideen had reduced their expectation of God to a series of tick boxes on a list. haben so ihre Erwartungen so reduziert, so ein paar Kästchen, die sie da abgehackt haben. But they'd also reduced their lives to the same thing. Aber sie haben auch ihr Leben reduziert auf dasselbe. If I do the right thing, then I'm okay. Wenn ich nur das Richtige tue, dann passt alles. If I keep the Sabbath, Wenn ich den Sabbat halte, if I wear the right clothes, die richtige Kleidung if trage I read the right books, und die richtigen Bücher lese if I spend time with the right people, und Zeit verbringe mit den richtigen Leuten, if I have my quiet time at the right time, wenn ich meine stille Zeit habe zur richtigen Zeit, if I pray enough, wenn ich genug bete, then I'm ticking the boxes dann kann ich diese Kästchen abhaken and I'm okay. und dann passt alles. And you will be disappointed Und weißt du was? Du wirst enttäuscht werden, because God breaks out of boxes. weil Gott, der
kommt heraus aus diesen Kästchen. Der macht nicht das, was da drin ist. When we think about boxes, Wenn wir an diese Schachteln, Kisten denken, we put things in boxes so we can contain them. wir legen so Sachen rein in diese Kisten, dann können wir da die drin behalten. God will not conform to a box. Aber Gott wird sich nicht gleichstellen zu seiner Kiste. And when we try and put him inside a box, Und wenn wir jetzt versuchen, ihn in diese Kiste hineinzugeben, he will do something to break out. dann wird er etwas machen, um da auszubrechen. And that will exceed your expectation. Und das wird deine Erwartungen überragen. But if you're like the Pharisees, Aber wenn du so bist wie die Pharisäer, your response will be, we've got to get him back in the box. da wird die Reaktion sein, wir müssen ihn wieder in diese Kiste hineinstecken. We can't cope with a God that does things that aren't according to the law. Wir können es nicht schaffen, mit einem Gott zurechtzukommen, der nicht nach dem Gesetz arbeitet. We can't do with a Messiah that doesn't conform to our requirements. Wir schaffen das nicht mit einem Messias, der nicht unseren Anforderungen gleichkommt. Let's read a little further about what Isaiah So lesen wir noch ein bisschen weiter, was der Jesaja geschrieben hat. Verse 19. Vers 19. He shall not strive nor cry, Er wird nicht streiten noch schreien. neither shall any man hear his voice in the streets. Und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. A bruised reed he will not break, Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. the smoking flax he will not quench, Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, until he sends forth judgment to victory. bis er das Recht zum Sieg hinausführt. And in his name shall the Gentiles trust. Und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. If this is a description of Messiah, Wenn das eine Beschreibung ist vom Messias, then it doesn't conform to the expectations. dann passt es nicht zusammen mit den Erwartungen. He will not strive. So, er wird nicht streiten. He will not cry. The idea is shout really loudly. Er wird nicht so schreien oder rufen, ganz laut. He's not going to declare his voice in the streets. That's, somebody is going on a march down the high street shouting their demands. Also er wird nicht so auf den Gassen, man wird nicht auf den Gassen seine Stimme hören, dass er seinen Anforderungen hier wird laut herausrufen. A bruised reed he will not break. Und das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. And you can see the picture of somebody's life there that's all ready to break. He's not going to add more pressure. Also da kann man das vergleichen mit einem Leben, wo es heißt, er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen, dass er nicht noch mehr Last auf ein Leben legen wird, was schon am Boden ist. Smoking flax, that when something's not actually burning but just smoldering, just on the point of extinguishing it, he's not going to extinguish it. Und den glimmenden Docht, also es gibt kein Feuer mehr, kein Brennen mehr, was schon am Ausgehen ist, der wird dann nicht das noch dann ganz auslöschen. There is a gentleness here. Da gibt es eine Sanftmut hier. There's kindness, there's mercy. Da gibt es auch Barmherzigkeit und Güte. I love verse 21 because that would have really upset the Pharisees. Also ich liebe Vers 21, das hätte sicher die Pharisäer hier zornig gemacht. The Gentiles trusting. Und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. This is the Jewish Messiah. We don't want Gentiles trusting. Das ist ein jüdischer Messias. Wir wollen nicht, dass die Heiden ihm vertrauen. And Matthew then says in verse 22, then was brought to him one who was possessed with a devil. Und dann steht es im Vers 22, wo der Matthäus schreibt, da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der war blind und stumm. He was blind and dumb. Blind und stumm, ja. Yeah. And perhaps we need to understand that. Because he was possessed with the devil, he was unable to see and unable to speak. Also, dass man das hier sieht, also er war besessen und das führte dazu, dass er nicht sehen konnte und nicht sprechen konnte. And Jesus made him whole. Und Jesus hat ihn geheilt. As a result of which he spoke and he saw. Also im Resultat hat er dann gesprochen und wieder gesehen. And Matthew puts the emphasis on the fact that he couldn't speak, and then after his healing, he spoke clearly. Und Matthäus, der bringt hier die Betonung darauf, vorher konnte er nicht sprechen, aber jetzt konnte er sprechen und auch sehen. And he did it publicly. Und er hat das öffentlich gemacht. And all the people who saw it were amazed.
amazed. Und alle Leute, die das gesehen haben, waren erstaunt. Now, why is this particularly important? Nun, warum ist das jetzt so wichtig? Because the idea of somebody who was blind and deaf and dumb, then being sort of set free, Weil die Idee dabei, wo jemand blind war und taubstumm war, der jetzt plötzlich frei war, freigesetzt wurde, are all expressions of work that the Messiah was going to do, particularly through Isaiah's prophecies. das waren alles so Ausdrücke, was der Messias tun würde. Ganz besonders, das stand drin in den Prophetien vom Jesaja. Jesus set him free from a devil. Jesus hat ihn freigesetzt von einem Teufel, einem Dämon. It gave him sight and speech. So er konnte wieder sehen und sprechen. And the people who saw this, well, they connected it with what they'd already thinking. You know, Jesus had quoted from Isaiah. Und die Leute, die das gesehen haben, haben das verbunden, was Jesus schon zitiert hat aus dem Buch Jesaja. So they begin to ask, maybe this is the son of David. So haben sie sich jetzt die Frage gestellt, vielleicht ist dieser der Sohn And Davids. it's nothing to do with, oh, maybe he's a descendant of one of, David's descendants. Maybe his mother or his father can trace their line back. Das also hat nichts damit zu tun. Vielleicht stammt er von David ab, vielleicht von der Mutter, vom Vater. Also das hat nichts mit dem zu tun. This is not what the people were saying. When they said, is not this the son of David? They're saying, is this the Messiah? Also das ist nicht, was sie gesagt haben, sondern als sie gesagt haben, ist nicht dieser etwa der Sohn Davids, damit meinten sie, ist das etwa der Messias? Because what he's doing is what the scripture says Messiah will do. Weil was er hier macht, ist genau, was die Schrift sagt, was der Messias tun werde. And when the Pharisees heard that, Und als die Pharisäer das hörten, they got to explain these miracles. so mussten sie diese Wunder jetzt erklären. So they're saying, yeah, what he's doing, he's casting out devils by the devil, So sie haben gesagt, dieser treibt die Teufel aus durch den Teufel, by Beelzebub, the prince of demons. durch den Beelzebul, den obersten der Dämonen. Jesus has a response. We're going to leave it till next week before we look at that. So Jesus wird darauf reagieren, wir werden uns das aber nächste Woche dann anschauen. Because what the Pharisees are having to contend with now Weil womit es die Pharisäer jetzt zu tun haben, is the people, the ignorant population. sind die Leute, diese unwissende Bevölkerung. They're saying, this man's doing what Messiah is going to do. Was sie sagen, der tut das, was der Messias tun wird. Maybe he's the Messiah. Vielleicht ist er der Messias. And the Pharisees haven't got an answer. Und die Pharisäer haben keine Antwort darauf. They can't say, no, he's not doing it, Sie können nicht sagen, nein, der tut das nicht. because all the people have just seen him do it. Weil die ganzen Leute haben gesehen, wie er das gerade getan hat. And they're left with a choice of two. Und jetzt haben sie eine Entscheidung von zweien. Either he's doing it by the power that God has given him, Entweder macht er das durch die Kraft, die Gott ihm gegeben hat, or that power has come from somewhere else. oder diese Macht oder Kraft kommt von jemand anderem. So which is their choice? So was ist ihre Wahl? Oh, it's got to be the devil, isn't it? Nun, es muss der Teufel sein, natürlich. Because it can't possibly be that he's the Messiah, Aber es kann ja nicht so sein, dass er der Messias ist, because he's not doing what we want him to do. weil er tut nicht das, was wir von ihm erwarten. So they come up with this fallacious idea. This fellow is casting out demons by Beelzebub. So haben sie jetzt diese komische Idee, dieser, der treibt die Dämonen aus durch den Beelzebul. And, if you've got a commentary, you can go and look up Beelzebul and see everybody's idea of where that name comes from. Und wenn ihr einen Kommentar habt, könnt ihr das nachschlagen, wo das herkommt, dieses Wort Beelzebul. And I hope it meets with your expectations. Hm? I hope it meets with your Und expectations. ich hoffe, das trifft deinen Erwartungen. But Matthew's writing not about Beelzebul, but about the son of David. Aber Matthäus schreibt hier nicht über den Beelzebul, sondern über den Sohn Davids. He is doing what the Old Testament prophesied he would do. Er tut das, was das Alte Testament prophezeit hat, was er tun würde. But maybe not in the way that everyone expected. Aber vielleicht nicht auf diese Art, wie alle das erwartet haben. So, is it wrong to have expectations? So, ist es jetzt falsch, Erwartungen zu haben? No, it's fine. Nein, das ist in Ordnung.
But don't be surprised if those expectations are put to one side when God gets involved. Aber sei nicht überrascht, wenn diese Erwartungen zur Seite gestellt werden, wenn Gott hineinkommt. He will not come into your life to meet your requirements, Er wird nicht in dein Leben kommen und deinen Fordernissen da gleichkommen. but he will come into your life to make you the person he wants you to be. Aber er wird in dein Leben kommen, um dich zu einem Menschen machen, wie er das haben möchte. It may bring joy. Es mag auch Freude bringen. It's certainly that's an expectation that's not bad. Und gewiss, das ist eine Erwartung, die ist nicht schlecht. But that joy may come through pain and sorrow. Aber diese Freude kann auch durch Leid kommen, durch Schmerz kommen. His salvation is free, Seine Errettung ist gratis, ist umsonst. but his life may cost you everything you have. Aber das Leben oder dein Leben ist vielleicht kostet dich alles, was du hast. We have a God who exceeds expectations, Wir haben einen Gott, der die Erwartungen übertrifft. but loves a paradox. Aber er liebt ein Paradox. Yeah, that work? Ja. Okay. What's a paradox? Was ist ein Paradox? If you want to find your life, you need to lose it. Wenn du dein Leben finden möchtest, musst du es zuerst verlieren. If you want to be first, you've got to learn to be last. Wenn du der Erste sein möchtest, musst du zuerst der Letzte sein. Those are paradoxes. Das sind Paradoxen. Seem to be in conflict with each other, but in fact, in the Lord, they make perfect sense. Zuallererst scheint es so, dass sie im Gegensatz stehen zueinander, aber im Herrn machen sie perfekten Sinn. Those who will lose their life will gain it, Diese, die ihr Leben verlieren, werden es gewinnen. but those that will grasp hold of their life will lose it. Aber diese, die festhalten wollen an ihrem Leben, werden es verlieren. I don't like paradoxes. Ich mag keine Paradox. I like everything orderly and neatly. Ich mag, dass alles in Ordnung ist, alles schön zurecht. I like mathematics. Ich mag Mathematik. 1 plus 1. 1 plus 1 It's 2. ist 2. No paradoxes there. Da gibt es kein Paradox. But God isn't limited by mathematics. Aber Gott ist auch nicht dadurch limitiert. Okay, we're going to stop it there. Okay, wir werden damit jetzt stehen bleiben. You've been very patient. Ihr wart sehr geduldig. And thank you for feeling sorry for me that I didn't enjoy Danke, dass ich Christmas. euch leid getan habe. Bedeutet mir sehr viel. Let's pray. Beten wir. Father, we thank you for bringing Jesus into this world. Vater, wir danken dir, dass du Jesus auf diese Welt gebracht hast. Thank you that you planned out a path for him Danke, dass du einen Weg für ihn geplant hast. that went beyond the expectations of the Pharisees Und das ging weit über die Erwartungen von den Pharisäern hinaus and reached out to the highest in the land and the lowest. und hat sie ausgestreckt zu den Höchsten bis zu den Niedrigsten im Land. And it reached as far as us. Und es hat so weit gereicht bis zu uns. I just ask, Lord, that you will help us in our expectations. Und Herr, so beten wir, dass du uns hilfst in unseren Erwartungen. We pray, Father, that we wouldn't limit you by our expectations, Vater, wir beten, dass wir dich nicht einschränken durch unsere Erwartungen, but we would have the courage to give you freedom aber dass wir den Mut haben, dir Freiheit zu geben, to do in our lives whatever you want to do, zu tun, dass du tun kannst in unserem Leben, was immer du möchtest, that you would make us into the person you want us to be, dass du uns in die Person machst, wie du uns haben möchtest, that we would give up our ideas of ourselves dass wir unsere Ideen aufgeben über uns selbst and be ready to adopt the ideas that you have for us, und dass wir bereit sind, die Ideen anzunehmen, die du für uns hast. simply on the basis that you know best. Ganz einfach durch die Grundlage, dass du das am besten weißt. And what you have planned for us is a great adventure. Und was du für uns geplant hast, ist ein großes Abenteuer. So I ask your blessing on your word to us this morning So beten wir um deinen Segen für dein Wort von heute Morgen. and ask that you might be glorified in our lives. Und wir beten, dass du verherrlicht wirst in unserem Leben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.